begrüßen Sie jetzt auch den Nico Arn. So, ich will euch auch herzlich begrüßen im Namen vom Nachwuchs. Ich bin ein bisschen nervös, da müsst ihr entschuldigen. Aber ich komme aus der Provinz. Da haben sie mich natürlich gewarnt vor dem Zürich. Oder? Da sind sie laut, gewaltbereit, mit riesen Eiern. Und seit ich da bin, musste ich feststellen, die Männer sind fast genauso schlimm. Ja. Das macht es auch ein bisschen schwierig zum euch einschätzen, oder? Wenn ich zum Beispiel schaue, in der ersten Reihe die Frau, dann muss ich ja wissen, was ist das für eine Frau? Was ist das für ein Typ Frau? Ist das eine typische Frau? Ist die Frau am Ende ein Typ? Oder auch zu wissen, was euch gefällt, ist als Newcomer hure schwierig, oder? Gut, wenn es jetzt euch nicht gefällt, ist nicht so tragisch. Zahlt habt ihr ja schon. Was ich eigentlich damit will sagen ist, ich darf als Newcomer nicht davon ausgehen, dass ich mit meinem Programm gleich überall die Leute zum Jubeln bringe, oder? Ich bin schließlich kein Hitler. Und dann ist das mein erstes Mal, oder? Und es ist erschreckend ähnlich wie mein erstes Mal. Ja, es ist ziemlich dunkel, eine Frau ist laut am Lachen, ich versuche nicht in die Kamera zu schauen. Und ich habe vorher fleissig allein geübt. Ich habe hohe Angst, ich bin neu und ich habe hohe Angst, dass ich umgehe. Also ein sicherer Gang ist generell etwas, wo ich mich daran gewöhnen muss, weil ich habe gerade erst kürzlich aufgehört zu trinken. Aber der Gang bin ich jetzt, also das Laufen bin ich jetzt auch wirklich am Üben. Das war so eine Idee, die wir hatten, dass ich mehr laufe. Oder? Also mehr, sie. Also sie, Kantonspolizei St. Gallen. Aber es war auch gut, dass ich aufgehört habe mit der Sauferei, weil ja, ich bin hure weltfremd geworden. Ich habe in einem Recht den grössten Scheissdreck erzählt. Bin immer so eine Festbank-Veranstaltung oben angeguckt. Meine Familie hat schon Angst, dass ich der SVP beitreten. Aber jetzt ist vieles neu, oder? Ich erfahre neue Sachen. Einfach so ohne Alkohol, oder? Der Samstag fängt schon am Morgen an, das habe ich nicht gewusst. Dann auch Limonade, also Süßgetränk, die verträge ich jetzt wieder. Oder? Früher ist mir immer so himmeltraurig gegangen nach dieser ganzen Whisky Cola. Und ja, eine Schattenseite hat es zwar, oder? Mir fehlt ein bisschen die Action, also so ein bisschen die guten Erlebnisse, die vermisse ich ein bisschen. Wenn ich einmal in der Nacht im Bett liege, in der Fötusstellung und bachnass vor mir herzittern, dann kommt mir einmal der Spruch in den Sinn, schau nicht zu dir, schau, dass du etwas Gutes zu erzählen hast. Das hat mir mein Großvater schon gesagt. Das Loch ist im Hals. Aber wenn ich heute von meinem Wochenende erzähle, ist das vielleicht noch so prickelnd wie ein Lapdance von einer Einbeinigen. Mit Frauen komme ich viel besser aus. Frauen sind wirklich viel umgänglicher, seit ich nicht mehr trinke. Gut, es flirtet sich auch viel einfacher, ohne den ganzen Pfefferspray im Gesicht. Aber trotzdem, mit der Freundin, da ist dann in die Brüche gegangen. Ist eigentlich schade, oder? Ich konnte immer mit ihr Englisch reden. Und ich habe sie wunderschön gefunden. Aber ja, eben, dann bin ich nüchtern geworden. Dann habe ich auch gemerkt, die redet gar kein Englisch. Sie hat einfach das Gebiss nicht drin gehabt. Aber ist auch nicht so schlimm, oder? Wer verträgt schon eine Freundin ohne Alkohol? Ja, und One-Night-Stands bringen es auch nicht. Ich meine, ein paar Willige hat es schon. Aber wenn du dir nicht schön saufen, bringt es das nicht, oder? Was eigentlich schade ist. Jetzt, wo ich noch wieder verstehe. Aber einer scheisst zu an, dass ich nicht mehr trinke. Das ist mein Neffe, der ist 5. Der hat mir immer Onkel Glon gesagt. Nein, nicht Onkel Glon. Glon hat er mal gesagt. Onkel nicht. Sie hat mir bis heute noch nicht gesagt, dass er mit mir verwandt ist. Aber der Glon hat er mal gesagt. Also nicht, dass ich Tricks drauf hätte oder so. Aber ja, ich hatte eine rote Nase und bin immer umgekehrt. Oder?
Aber irgendwann versteht er es, bin ich sicher, weil sie geben ihm ja heute schon ein Glas Rivella als Kinderbier. Gut, hört, nutzt nichts. Ich muss gehen. Ich muss euch einfach noch sagen, so zum Abschluss, es war wunderschön gewesen mit euch, mein erstes Mal. Ich hoffe, für euch war es auch gut gewesen. Ein bisschen kurz, ich weiss, das tut mir auch leid. Aber da haben heute ja noch andere, mit mehr Erfahrung, die länger können. Ich würde die Erfahrung auch gerne wiederholen, also wenn jemand von euch Interesse hat, dann läutet mir an. Aber ihr müsst keine Angst haben, egal mit wie vielen oder wie viel Mal ich es in Zukunft noch mache, da mit euch, da wird immer etwas Besonderes bleiben. Danke. Mein Name ist Nico Arn und schön sind ihr gekommen. Nico Arn, ein geiles Tier. Ah, das ist super. Sehr Dankeschön. spannend. Wahnsinn. Ist geil. So, wer wird jungfert? Nein, es ist mega krass, wenn man sich vorstellt, das allererste Mal so auf der Bühne ohne ein Instrument zu verstecken. Ist das jetzt mühsam gewesen? Weil von hinten, ich konnte zuschauen, hast du mega entspannt gewirkt. Hat das Doschen? Ja, nein, aber normalerweise das Instrument habe ich eigentlich zum die Wampen verdecken vor allem, oder? Aber jetzt ist es schön, ich meine, ich bin mir auch daran gewöhnt, dass mich die Leute auslachen, wenn ich ein Instrument spiele, oder? Jetzt habe ich auch kein... Jetzt kann ich es auf die Wörter nehmen. Mega krass. Es nimmt mich Wunder, wie bist du eigentlich dazugekommen? Also weißt, bist du so ein Musiker, der zwischen den Stück lustige Moderationen gemacht hat und jetzt hast du gefunden, jetzt möchte ich das mal selber machen? Oder warum kommst du? Oder haben Kollegen gesagt, hey, geh doch mal auf die Bühne? Wie ist es gekommen? Nein, nicht einmal, aber seit ich nicht mehr trinke, habe ich einen Kollegen mehr und Selbstgespräche haben mich ein bisschen angeschissen. Ja, und... Nein, schau. Also ich muss sagen, ich hatte heute ein Meeting von den anonymen Alkoholikern, aber die Kaffeemaschine ist abgelegen. Ich denke, ich sage es halt euch ein bisschen. Das ist eine schöne Geschichte, aber das nimmt mich jetzt auch Wunder, wenn du so Geschichten erzählst. Ist jetzt hier alles erfunden? Oder gibt's... Komm, jetzt sag's. Ja, die Justiz kennt keine Gnade, gell? Nein, es ist schon ziemlich aus dem Leben. Die hat wirklich ein Gebiss gehabt. Nein. Nein, das ist geil. Also gut, eben, das ist eigentlich die nächste Frage. Sind die Ideen alle aus dem Leben, aber nicht erlebt? Hast du es einfach sonst gesehen? Oder aus dem Fernsehen? Oder was bist du für einer? Es gibt die hocken auf dem WC und kommen Ideen über. Ich kenne einen Komikerkollegen, der muss immer den Föhn anstellen. Es gibt doch Föhnschreiber, sagt man denen. Die gibt es wirklich. Die muss immer den Föhn anstellen, dass man Ideen hat. Wo oder wann hast du die Ideen? Die einzige, die ich kenne, die Föhn geschrieben hat, ist die in der ersten Klasse mit dem Sprachfehler. Nein, die Ideen sind schon ein bisschen aus dem Leben, oder? Eben gerade so nüchtern an einem Stammtisch, da tönt, wie wenn du nüchtern bist, tönt da wie wenn ein paar Walfische am Smalltalken werden. Das ist so. Das weiss ich. Eben, siehst du? Nein, das Zeug ist schon... Also, eben, ich nehme das Zeug schon aus dem Leben. Eben, ich habe auch nicht so einen Spielraum oder Erfahrung, oder? Und ich versuche wirklich zum halt Zeug vom Leben zu erzählen, oder? Ich komme relativ spät jetzt in das Comedy-Zeug. Also, ja, ich bin doch schon alt. Ja, und es gibt andere, die da auch spät dazugekommen sind, oder? Rodney Dangerfield oder da Dings, der Bündner Fleischmerz. Die sind alle sehr spät zu der Comedy gekommen. Auch nur kurz zum Teil. Auch noch kurz, ja. Was mich jetzt wundernimmt, du hast wirklich das erste Mal hier gezeigt von Leuten, hast du das für dich selber geprobt oder hast du mal den Kollegen gesagt oder der Freundin oder so, hey, hör mal zu, weil das ist auch nicht komisch, nicht? Ja, es ist schon komisch. Vor allem eben die ganze Zeit in der Stube rumsickeln mit einem Strähl in der Hand ist echt deppert. Aber nein, letzten Freitag hatte ich noch eine Generalprobe, wo ich dann mein Programm vortragen vor ein paar Kollegen. Aber danach musste ich es umschreiben, weil sie nicht gelacht haben. Und dann habe ich gedacht, gut, jetzt, ich meine, hast du noch 3 Tage, oder? Das ist super. Also gut. Also ich habe es wahnsinnig für das erste Mal auf der Bühne stehen, ist das also mega geil gewesen. Wir hören sicher noch von dir. Ich hoffe, du kommst eine Stunde zurück mit einem längeren Teil. Danke vielmals, bist du da gewesen, Nico. Danke dir. Geiles Tier. Danke. Ja. Wahnsinn. Ein mutiger Mensch und es hat sich gelohnt.